In der heutigen Folge beginnen wir am Bergwerk, fahren mit Vollgas durchs Kesselchen, hoch über die Steilstrecke bis hin zum Karussell. Wir sind im Bergwerk angekommen. Der Streckenabschnitt hier, wo es so ein bisschen bergab geht. Und hier heißt es, Achtung, Rutschgefahr. Hinter uns ist das Ganze sogar beschildert. Vielen Dank sogar dafür. Im Bergwerk selbst sagte ich bereits, es geht bergab. Und hier empfiehlt es sich unbedingt, eine Regenlinie zu fahren. Ganz besonders auf der Bremse, wenn es darum geht, das Auto zu verzögern. Dann machen wir das hier runter in Fahrtrichtung auf der rechten Seite und nicht klassisch links, wo wir im Trockenen anbremsen müssen. Ganz genau. Zudem ist es hier sehr, sehr wellig. Ja, deswegen ist es wichtig, einen Bremspunkt hier genau und richtig zu setzen. Denn wenn man da mal so ein bisschen zu spät dran ist, da wird die Luft am Ende des kurzen Bremspunktes hier sehr, sehr dünn. Den Sauerstoff im Auto durch die Zähne eingeatmet, das kann dir auf der Bremse hier passieren, aber auch am Kurvenausgang im Bergwerk ist das eine der rutschigsten Stellen. Besonders wenn man jetzt mit dem Hecktriebler unterwegs ist, kann das schon mal vorkommen, dass man hier das Auto verliert auf der Hinterachse, dass man Wheelspin bekommt und dann schön 200-300 Meter den Drift mit hochnimmt Richtung Kesselchen. Aber aufgepasst, das ist im Touristenverkehr natürlich verboten. Aus dem Bergwerk raus kommen wir zum Kesselchen hoch. Das geht alles sehr, sehr zügig zu durchfahren. Allerdings der erste schnelle Linksknick im Kesselchen. Da ist Vorsicht geboten, da ist sehr viel Mut gefragt auch und natürlich viel Fahrgefühl, denn da rutscht das Auto gerne mal über alle 4 Räder, weil wir natürlich da auch mit einer gewissen Geschwindigkeit dann schon ankommen. Deswegen dort auch das Auto frühzeitig positionieren, sich Raum nach außen schaffen, wenn das Auto rutscht, dass ich auf jeden Fall noch ein bisschen Luft habe zur Leitplanke. Wenn ich dort außen bin und das Auto rutscht, habe ich sofort Bandenkontakt. Ich persönlich komme dort an, lenke spät ein und habe immer so ein bisschen Puffer nach außen zur Leitplanke, denn dann kann mein Auto über alle 4 Räder rutschen und ich bleibe dann heile. Wenn wir das Kesselchen dann weiter hinauffahren, kommen wir irgendwann zur Mutkurve. Und wir brauchen viel Mut, ganz besonders wenn es nass ist, muss man das Herz da wirklich in beide Hände nehmen, denn die Mutkurve ist wahnsinnig rutschig, das ist spiegelglatt. Fahrt außen herum, fahrt ein bisschen versetzt wieder mit einer Wagenbreite zur eigentlichen Ideallinie und versucht vorsichtig da durchzukommen, denn wie gesagt, Mutkurve ist spiegelglatt. Nach der Mutkurve heißt es dann wieder die Seite wechseln für das Klostertal oder Mutkurve 2, wie auch immer man sie nennen möchte. Wenn es dann wieder rechts rum geht zur Steilstrecke, da ist die Strecke so eng, da ist es sehr, sehr schwierig, eine vernünftige Regenlinie zu fahren. Versucht so ein bisschen den Moment auszunutzen, wenn das Auto über die Kuppe fährt. In dem Moment, wenn sich das Auto setzt, dann kann ich den Moment nutzen, um das Auto noch ein bisschen schöner in Richtung Kurvenausgang zu stellen. Steilstrecke wird auch wieder gerade angebremst, macht ja so einen leichten Linksknick. Ich positioniere mein Auto vorher so, dass ich gerade anbremse, auch innen, auch wieder 100% offline, ist auch sehr wellig. Da hält man auch gerne mal die Luft an, wenn man dort ein bisschen zu spät anbremst. Man hat zwar ein bisschen Auslaufzone, aber da kommt man dann doch schon mit einer sehr, sehr hohen Geschwindigkeit an. Deswegen lasst euch an dieser Stelle auch gerne mal 10% Luft auf der Bremse. Bremst innen an, kreuzt die Ideallinie ähnlich wie im Bergwerk wieder im Eingang und dann bleibt ihr lange außen. Die komplette Kurve wird außen entlang gefahren und unser Fokus geht dann hoch in Richtung Karussell. Angekommen im Karussell, einer der bekanntesten Kurven hier auf der Nordschleife. Im Regen gibt es hier nicht viel anders zu machen als im Trockenen. Wir fahren in das Karussell hinein und fahren dann durch die Betonsteilwand hindurch. Aber vor dem Karussell, bevor wir oben ankommen, sind natürlich noch einige andere Streckenabschnitte, die besonders wichtig sind im Regen. Genau, wir sind vorher ja das Kesselchen hinaufgefahren und im Kesselchen selbst muss man ein bisschen aufpassen, denn wenn man mal die Zeit hat, den Blick schweifen zu lassen, dann sieht man, rechts geht steil den Berg hinunter und links von einem
Da ist der große Berg, da geht es Richtung Hohe Acht und da fließt ganz schön viel Wasser bei Starkregen zusätzlich vom Berg über die Strecke und auch da gibt es kleine Bäche, die sich dann schon mal über die Strecke ergießen. Das heißt, da auch phasenweise schon mal Aquaplaning-Gefahr. Auch hier gilt wieder die Devise, Strecke lesen, weit nach vorne schauen, um vielleicht schon frühzeitig zu erkennen, wo läuft ein Bach die Straße entlang und wie positioniere ich dann mein Auto. Wichtig für euch ist immer zu wissen, dass wir versuchen müssen, die Bäche, die über die Strecke laufen, fast im 90-Grad-Winkel zu kreuzen. In der nächsten Folge durchfahren wir einer meiner Lieblingsstellen. Wir beginnen an der Hohen Acht, durchfahren den Wippermann. Wir fahren an Eschbach vorbei, im Brünnchen sagen wir den Fans kurz Hallo und landen zu guter Letzt in der Eiskurve.